Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, zum neuen Orakel für das Kollektiv als Inspiration. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal die Fragestellung, was kommt denn unerwartet, mit was rechnen wir nicht? Und ich habe die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start. Ich mache jetzt kleine kollektive Legung. Ihr dürft euch am Ende noch etwas aussuchen. Und wir legen los. Was kommt unerwartet? Mit was rechnen wir nicht? Da haben sich 3 umgedreht. Die nehmen wir gleich mal. Ja, hier ist Freundschaft, Harmonie und Durchbruch. Es kann sein, dass hier neue Menschen ins Leben kommen, die irgendwie Harmonie mitbringen, die uns irgendwie Balance zurückgeben, die für uns da sind, die uns helfen, selber auch wieder, ich nenne es mal, in unsere Mitte zu kommen. Hier unten habe ich noch die wahre Liebe. Also es kann durchaus sein, dass hier aus Freundschaft Liebe wird. Hier ist noch das Glück zu sehen. Also Glücksbringer, Menschen, die uns bereichern, bedingungslose Liebe, Leute, die mit uns ein Stück weit gehen, Leute, die in irgendetwas in uns auslösen, das uns berührt. Bedingungslosigkeit ist hier, glaube ich, der Hauptpunkt. Es geht darum, dass man mit dieser Energie dann auch ehrlich mit sich selbst umgehen darf. Ne? Wo hat man faule Kompromisse gemacht? Wo hat man sich versteckt? Wo hat man sich nicht so gezeigt, wie man eigentlich ist? Wo muss man sich noch was eingestehen? Wo hatte man vielleicht auch selber diese Problematik? Bin ich ein guter Freund oder inwieweit öffne ich mich auch dem Thema Freundschaft, Liebe und Glück? So, welche Botschaft des Engels kommt unverhofft hier mit? Was wollen uns die Engel sagen? Mit was dürfen wir hier unerwartet rechnen? Es kann ja auch sein, wenn ihr irgendwo einen Bruch hattet bei Freundschaften oder bei dem Thema, dass da wieder was durchbricht, was euch öffnet, was Leute vielleicht auch getrennt hat, dass das wieder zusammenkommen darf und ja, dass es so sich verbunden anfühlt. Hier kommt unerwartet, dass wir das Beste verdienen, dass wir nach den Sternen greifen können und dass wir auch keine großen Kompromisse machen, denn es steht uns einfach zu. Das ist das Gefühl, das dahinter steckt. Hier sind schon mal die Zweifel rausgefallen, ne? Die Ehrlichkeit, die Zweifel vielleicht auch, dass man irgendwie noch irgendwo gut in Beziehung treten kann, dass man nicht mehr an das Verbindliche glaubt, dass man nicht mehr an den ehrlichen Menschen glaubt, dass man denkt, wenn man sich auf etwas Neues einlässt oder an sich auf jemanden einlässt, dass es ein Kreislauf wird. Wir fragen ja, was kommt unverhofft, mit was rechnen wir nicht, was überrascht uns hier. Tatsächlich haben wir das Glück hier in Beziehungsthemen. Ne? Hier liegt der Ring, hier liegt der Klee. Wir haben hier das Gefühl, dass der Alltag ein bisschen erhellter ist, wenn man sich verbunden fühlt. Man hat hier auch nicht den Wunsch nach kurzen Dingen, sondern nach verbindlichen Dingen.
aber man glaubt nicht so richtig daran. Ja, sieht hier ganz nach Liebe aus, ne? Wir haben hier die wahre Liebe, die Freundschaft, hier die Beziehungen, die Herzensangelegenheiten, das Neuverliebtsein oder das sich wie frisch verliebt fühlen. Sich das auch zugestehen, dass Menschen in unser Leben kommen oder sich öffnen, die es gut mit uns meinen. Einen Kreislauf in der Liebe durchbrechen. Guck mal, hier haben wir noch die Blumen. Also, hier geht es darum, dass man mit irgendeinem Geschenk auch rechnen darf. Das hier im Punkto Beziehungen, Verträge, Verbindungen, Verbundenheit, Herzlichkeit, Liebe auch auf uns zukommen. Wo das Unterbewusstsein auch schon abgespeichert hat. Das lassen wir mal zu, das Herz. Ich bin hier nicht geöffnet oder ich bin zu misstrauisch oder für mich gibt es eh niemanden. Ein Geschenk im Beziehungsbereich, das man vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal so erlebt hat und man hat gedacht, sowas wird nie wieder so. Und eine Energie, bei der man sich bei etwas entledigt, was nicht ehrlich ist. Hier ist die Kommunikation, die Nachrichten, die Gespräche, die liegen hier in unserem eigenen Haus. Möglicherweise gibt es hier Nachrichten, die so Herzschmerz wegnehmen oder wo sich ein Knoten löst, der hier auf dem Herzen liegt oder auch auf der Beziehungsebene. Ihr wisst, Worte haben sehr viel Macht. Es ist manches sehr verletzend, was gesagt wird, was man selber sagt oder was man hört. Hier kann auch sein, dass man das ein bisschen entkräftet. Und dass man über eine verbale Verletzung gut drüber kommt. Der Neubeginn, der aus dem Umfeld kommt. Also man wird ja auch wahrgenommen, ne? Durch das, dass man authentisch ist, dass man ehrlich ist, dass man ausspricht, was eben ist. Viele Leute stellen sich ja vor, das müsste immer was ganz Großes sein, aber manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die einen so beflügeln, wo man dann wieder weiterkommt. Die Seelenebene. Hier ist vielleicht auch der Durchbruch in diesem Bereich, wo man denkt, ich habe vielleicht meine Seele auch eingeschlossen, weil ich an dies, das, jenes nicht mehr glaube. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, mit diesem Durchbruch kommt hier etwas, was öffnet, was aus einem Kreislauf befreit, was erstaunend ist am Ende auch, was die Seele wieder hebt. Hier haben wir die emotionale Fülle auch, den Erfolg irgendwo, die Gefühle, eine Gefühlslage, die sich hier auch trennen kann. Und unten haben wir das Außen dabei. Das Außen scheint hier sehr wichtig zu sein. Wir fragen ja, mit was rechnen wir nicht? Und das Außen ist für mich immer auch eine Situation, die wir nicht im Petto haben, über die denken wir noch nicht nach.
damit rechnen wir nicht. Das ist ein Ding, wo man sagt, das hätte ich jetzt nie gedacht oder nie geglaubt. Man kann einen emotionalen Konflikt irgendwie auch lösen, den man mit sich und dem Beziehungsleben hat. Was ich hier auch habe, das ist sehr speziell. Es geht darum, emotionale Abhängigkeiten zu erkennen und zu bewerkstelligen. Wir haben ja mit Du verdienst das Beste auch unseren Selbstwert dabei. Ne? Hier sind noch 2 raus, hier kommt Entspannung rein. Und wir haben hier die Tiefen des Meeres. Die Karte gleicht sehr mit den Fischen. Ne? Hier ist eine große Erfahrung. Hier ist Emotion. Das ist eine sehr schöne Botschaft von dieser Karte, denn manchmal ist etwas anders, als wir denken. An der Oberfläche sieht es anders aus, wie es tatsächlich unten ist oder in den Tiefen. Möglicherweise hat man hier auch stürmische Zeiten oder Projekte, die nicht vorangehen, weil hier ist ja auch irgendwo Mangel oder etwas Energie, die nicht nach vorne bringt. Aber die Karte sagt, entspanne dich, in der Tiefe ist alles gut. Hier möchten Gelassenheit und Frieden ihren Weg bahnen, zu uns zurück. Und Begebenheiten, die jetzt herausfordernd wirken, werden sich später als wohltuend erweisen. Also hier macht man sich unter Umständen auch ganz umsonst Sorgen. Wir haben hier den Erntemond mit dabei. Hier ist man in der Hängematte, hier nimmt man sich raus, hier relaxt man. Hier ist man irgendwo seinen Prinzipien auch treu geblieben. Man hat an dem festgehalten, was man sich erarbeitet hat. Mit dem Vollmond hier haben wir auch die Tag- und Nachtgleiche, der Erntemond, ne? Der steht dafür, dass das, was wir uns erarbeitet haben, eben auch Früchte bringt und wir nun entspannen können und loslassen. Hier ist es nicht nötig, dass man sich anstrengt und abmüht, um voranzukommen, denn unter der Oberfläche treiben alle Energien sanft in die richtige Richtung. Wir haben hier die Oberflächlichkeit mit dem Klee auch auf der bewussten Ebene. Ne? Hier ist in der Tiefe mit dem Mond hier auch sehr viel mehr los, als wir vermuten. Man kann Bürden ablegen, die Seele baumeln lassen, entschleunigen, Ruhe einkehren lassen. Man kann leichter genesen und positive Ergebnisse erreichen, wenn man ausgeruht und nicht mit Sorgen und dem Bedürfnis, die Dinge kontrollieren zu wollen, dran geht. Hier kommt ein bisschen Magie ins Leben. Bedenkt immer die Fragestellung, mit was haben wir nicht gerechnet? Nehmen wir mal noch einen Glücksimpuls. Wir schaffen das, wir werfen Ballast ab, wir manifestieren neu und wir können uns zu unserer eigenen Größe aufrichten. Der Star. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Zuversicht und Geduld. Das Leben hat alles für dich vorbereitet. Visionen machen sich breit. Bleibe bei dir, dann entwickeln sich die Dinge von ganz alleine. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir werden da erleben, dass wir mit einer anderen Gangart vorgehen können. Mit einem gedrosselten Tempo und mit diesem Ding, das wir nicht kontrollieren brauchen, was wir nicht kontrollieren können. Ich würde sagen, mit dem Krafttier beenden wir dann die Legung. Mit was rechnen wir nicht? Ihr könnt noch dranbleiben. Dann schauen wir für euch nach einem Impuls.
Auswahlimpuls. Hier kommt der Kuckuck mit der Selbsterkenntnis. Hier stimmt irgendetwas nicht, das haben wir hier in der Mitte. Man spürt es und man ist auf dem Weg daran, sich diese Erkenntnis zu erarbeiten. Also seid auch achtsam, guckt genau hin, wo ist der Punkt, wo man seinem eigenen Gefühl auch nicht vertraut. Ich habe tatsächlich das Gefühl, hier schwappt jemand durch, der es sehr ehrlich mit uns meint. Es geht nämlich bei der Karte auch viel um zwischenmenschliche Kontakte. Denkt aber auch immer an das Kuckucksei, ne? Und es geht speziell auch darum, dass wir hier lernen, dass wir dazugehören zu einem Spiel. Es gibt immer zwei. Ne? Der eine macht, der andere lässt mit sich machen. Das ist auch ein guter Hinweis. Und wir kommen hier in den Genuss, dass wir endlich lernen können, in der Ruhe zu prüfen, welche Motivation hinter welchem Anliegen steckt. Es geht darum, dass es nie zu spät ist, Richtungen zu korrigieren auch und sich selbst zu vertrauen, was das Herz euch sagt oder uns sagt. Und es geht darum, sich auf die Wahrheit zu konzentrieren. Das haben wir hier dreimal. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Jetzt kommt gleich noch der Impuls für die Situation persönlich. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Machen wir 2 Stapel. Mit was rechnen wir nicht? Was überrascht uns? Wo gibt es Themen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten? Ups. Der Schlüssel ist mir ins Dekolleté gefallen. Dann wollte ich noch eine von Nadine Breitensteins Karten nehmen. Dann dürft ihr wählen. So. Ich muss es noch mal so ein bisschen richten. Ich bin mir unsicher. Mein erster Gedanke war links, dann bin ich wieder umgeschwappt. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, aber ich würde eben bei links bleiben oder gegebenenfalls heute auch mal beide nehmen. Also, wo ist hier das Unerwartete? Wir kriegen hier Nachrichten über die Träume. Hier zeigt sich die Reisekarte an. Wir kriegen Gelegenheiten, um auszuruhen. Der freie Fall ins Wunderland. Gelegenheiten, um jetzt zu manifestieren. Und wir haben hier, sind es alle, Nachrichten, die Harmonie bringen. Nachrichten, die Entspannung mit sich bringen. Nachrichten, die Neubeginne mit sich bringen. Nachrichten von einem Kind
kommunizieren, um Harmonie zu schaffen. Und wir haben hier so eine Pause mit dabei, ne? Wir kriegen unerwartet irgendwo eine Pause mitgegeben. Die Reisekarte da, die sagt aus, dass sich endlich neue Türen öffnen, dass man aufstehen kann, das gewohnte Umfeld verlassen, das Unbekannte erkunden, was ja hier mit dem freien Fall ins Wunderland auch gegeben ist. Die Welt steht uns offen. Wir dürfen drauf gucken, dass wir in unsere neuen Reise nur mitnehmen, was wir auch brauchen und nicht die alten Rucksäcke, ne? Das geht hier eine neue Tür auf, die sehr richtungswechselnd ist und die uns auch unbekannte Szenarien mitbringen. Diese Tür, die hier aufgeht, die kann hier unerwartet über einen Traum kommen. Bei mir ist es sehr passend, denn ich träume jede Nacht. Ich könnte Bücher schreiben über meine Träume und versuche sie auch immer zu entschlüsseln. Der Traum und das Ausruhen passt für mich auch wunderbar zusammen, denn hier hat man die Möglichkeit, im Schlaf oder über Nacht auch Dinge zu erledigen. Mit der Karte schwingt auch so eine gewisse Erschöpfung mit, ne? Man hat sich alles abverlangt, um weiterzumachen, egal ob man müde war oder erschöpft. Und ja, wenn wir fragen, was kommt unverhofft, dann kriegen wir ja auch die Zeit zur Erholung, das Gleichgewicht zwischen allem wieder zurück. Auch hier sind die Träume wieder und die Einsichten in der Nacht. Denn wenn wir schlafen, schläft auch unser Ego, ne? Dann kann der Rest sprechen. Hier geht es auch darum, dass man gut mit sich selber umgeht, für optimale Schlafhygiene sich sorgt oder auch zum Beispiel bitte zu delegieren, andere mit einzubeziehen, die einem etwas abnehmen. Also hier haben wir ja auch das Kommunizieren. Und es geht im weitesten Sinne einfach auch darum, wieder besser schlafen zu können. So, was haben wir hier mit dem freien Fall noch? Hier ist ein Ereignis jenseits der Logik, das trotzdem passiert. Wir begreifen vielleicht noch nicht ganz, warum, wieso, weshalb. Aber nach diesem Ablauf der Zeitspanne können wir dann tiefe Einsichten nehmen. Und irgendwo vergisst man vielleicht auch mal Raum und Zeit, weil man ein sehr tiefgreifendes Erlebnis hat. Was sagen die Vögel noch dazu? Welche Botschaft darf hier noch zu uns? Mit was rechnen wir nicht? Der Buntspecht. Ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Hier haben wir die Kommunikation, hier kommen wir zur Ruhe, wir kommen wieder in unsere Balance und es geht endlich eine neue Türe auf. Schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Mit was rechnet ihr nicht? Was kommt unerwartet? Auch hier haben wir Ruhe, die einkehrt. Entscheidungen, die zwischen Verstand und Herz getroffen werden, die eben, ja, ich sage mal, mehr Ruhe in eine aufgeregte Qualität bringen. Es kann hier etwas mit den Finanzen zu tun haben, die hatten wir auch bei der kollektiven Legung. Ihr habt hier das Sonnenkind, hier kommt Glück, Wonne, große Freude. Ihr dürft Ballast abwerfen, vielleicht ja auch finanzieller Art, aufgrund einer guten Entscheidung. Und hier habt ihr noch die Verbindlichkeiten, die hier ja, sehr liebevoll sind oder vielleicht auch in Beziehungsebene eine gute Partnerschaft. Ihr kommt euch wieder näher, ihr lernt jemanden kennen, der euer Herz erquickt. Ich habe hier auch so ein Aufatmen, ne? Hier ist beides, Intuition und Logik zusammen, ja. Man hat nicht nur das Gedankenkreisen oder das Herzgefühl oder dieses Dazwischen. Man findet einen anderen Kraftbereich zurück. Es wird leichter, man kommt zur Ruhe. Und hier geht es
habe ich am Anfang schon erklärt, ne, um die Fluktuation in den Finanzen, um den Selbstwert, dass das nicht immer alles gleich läuft und wir trotzdem in der Ruhe bleiben sollen. Ja, was soll ich euch sagen? Mit dem Sonnenkind habt ihr vielleicht eine Lösung, mit der ihr nicht gerechnet habt. Ein Glückstag, der naht, große Freude, gute Laune, Umschwung. Eine äußerst erfreuliche Nachricht, Glücksgefühle, Humor, Lachen, Verzückung und auch Hitze sind hier zu sehen. Da kommt Leidenschaft rein. Ne? Man fühlt sich wie aufgetankt, man kommt zur Ruhe. Ihr habt den Raben. Welche Botschaft bringt er euch? Ich helfe dir, deine mystischen und magischen Fähigkeiten zu entfalten. Ich bin ein Lichtbringer und heile die Seelen der Menschen. Ich eröffne dir meine Geheimnisse, die du für dein Leben und dein Wirken umsetzen kannst. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.